Das Genre der Aufbausimulationen im Weltraum ist durch die Spieleindustrie in den letzten Jahren sträflich vernachlässigt worden. Und doch, die Spieler sehnen sich nach einem Angebot in diese Richtung. Der überwältigende Erfolg einer Kickstarter-Kampagne hat dies gezeigt. Spacehaven schickt sich nun an, diese Lücke zu füllen. Im Unterschied zu anderen Titeln dieser Art erstellst du nicht nur eine Raumstation, sondern baust direkt zu Beginn des Spiels dein eigenes Raumschiff, mit dem du dich in der Welt von Spacehaven fortbewegen kannst. Spacehaven ist dabei noch früh in der Entwicklung. Wie weit das Spiel bereits gekommen ist, möchte ich dir heute vorstellen. Mein Name ist Alexander, willkommen bei Alex zockt. Die Weltraumoper wurde über die eingangs erwähnte Kickstarter-Kampagne erfolgreich finanziert und wird nun durch Bugbyte, einem finnischen Spieleentwickler, erstellt. Das Team besteht aus 3 Köpfen. Die Macher sehen das Spiel als einen Mix aus FTL, Faster Than Light und RimWorld. Das sind meiner Meinung nach ein paar sehr große Schuhe, die von dem Team gefüllt werden müssen. Die erweiterten Ziele bei Kickstarter wurden samt und sonders freigeschaltet, sodass die Entwickler nun liefern müssen. Ich möchte nun mit dir mal schauen, wie weit die 8. Alpha schon gekommen ist und wie der weitere Ausblick so aussieht. Wird das Spiel gestartet, fallen dir sofort einige Ähnlichkeiten zu RimWorld ins Auge. Abgesehen von den Schwierigkeitseinstellungen kannst du bereits deine Charaktere für die Mannschaft auswählen und musst bereits ein Auge darauf haben, welche Eigenschaften die Individuen mitbringen, damit dein Schiff hinterher auch reibungslos läuft. Zuerst musst du dafür sorgen, dass der Laden noch funktioniert. Sauerstoff, Nahrung und die körpereigenen Ausscheidungen müssen irgendwie gemanagt werden und dulden wenig bis keinen Aufschub. Gut. Durch die wichtigsten Notwendigkeiten leitet dich bis zu deinem ersten Raumsprung ein Tutorial. So kannst du nicht wirklich viel falsch machen, falls du den freundlichen Hinweisen folgst. Nun geht es daran, das erste Sonnensystem zu erkunden. Ein wenig vorsichtig habe ich erst einmal Ressourcen abgebaut und mich erst danach auf ein fremdes Schiff begeben, das da so im Orbit herumtreibt. Auf den verlassenen Schiffen erwarten dich zuerst Aliens, die es sich zum Ziel gemacht haben, deinen Schützlingen zu beißen oder direkt zu killen. Hast du diese Unannehmlichkeiten aber erstmal mit Waffengewalt überstanden, kannst du den alten Kahn einfach ausnehmen. Gerade zu Beginn herrscht keine große Not, denn Ressourcen finden sich regelmäßig. Auf den herumdriftenden Schiffen lassen sich regelmäßig auch höherwertige Bauteile ausschlachten, sodass kein Mangel herrschen sollte, wenn das Schiff für die große Reise gerüstet wird. Du solltest zu Beginn darauf achten, dass genügend Wasser, Energie und Treibstoff vorhanden ist. Auf etwas zu futtern kann deine Mannschaft durchaus mal einen Tag verzichten. Energiestäbe allerdings sind die Stromquelle deines Schiffes, und solltest du keine Energiestäbe mehr auf Vorrat haben? Nun ja. Bisher ist es mir noch nicht passiert, dass ich ohne Energie durch das Universum gedriftet bin, allerdings vermute ich, dass ein Raumschiff ohne Energie und ohne Ressourcen relativ schnell eine luftdichte Todesfalle darstellt. Auf deinen Reisen begegnest du mehreren Fraktionen, die dir mehr oder weniger gut gesinnt gegenübertreten. Die Piraten sind erwartungsgemäß etwas wenig freundlich und bedrängen dich bereits sehr früh im Spiel. Sie stellen zu Beginn jedoch keine große Gefahr dar, denn eine Flucht ist meistens problemlos möglich. Auf einen Kampf würde ich mich dann auch erst später mit ihnen einlassen. Grafisch orientiert sich Spacehaven an Pixelart und ist isometrisch gehalten. Die Sicht ist stimmig. Die Tiefe des Spiels kommt auch nicht aus dem heißesten Grafikscheiß her, sondern sie möchte ansetzen an Roguelite-Spielprinzipien aus FTL und den Charakterentwicklungen in RimWorld. Beide Prinzipien werden nur teilweise umgesetzt und zünden irgendwie noch nicht richtig. Die Mannschaft interagiert fleißig miteinander, wird krank, hungrig oder sogar ängstlich, aber in das Spiel schlägt sich das bisher nicht durch. In RimWorld habe ich einen Söldner mehrfach durch die Tundra gescheucht. Er hat dort ein Auge verloren und ein Bein. Beides hatte starke Auswirkungen auf das tägliche Leben, denn er wurde langsamer, hatte Schmerzen, er drehte durch und ich habe jeden Tag mit ihm gelitten. Nicht so in Spacehaven. Die Charaktere bieten Statistiken an, sehr ähnlich zu RimWorld, aber ich fühle nicht mit ihnen.
Spacehaven fehlt deutlich an Tiefe in der Charakterentwicklung und in den Interaktionen der Mannschaft untereinander, um seinem Vorbild wirklich die Stirn bieten zu können. Auch der Raumfahrt und dem Aufbauaspekt fehlt es an Tiefe. Das Schiff ist recht schnell funktionstüchtig, danach geht es eigentlich nur noch darum zu skalieren. Die Beschaffung der Ressourcen und das Plündern von Raumschiffen wird sehr schnell eintönig. Nach wenigen Stunden Spielzeit kommst du in das tödliche Tal der Langeweile, da es nicht viel Neues gibt. Du hast das 10. Schiff geplündert, aber du bist noch nicht stark genug, um zum Beispiel gegen Piraten zu bestehen. Spacehaven hat ein besonderes Potenzial. Die Entwickler haben noch nichts davon verspielt, denn das Spiel läuft ordentlich, es sieht stimmig aus und das frühe Spiel, das Early Game, ist bereits so toll, dass du wirklich ein paar fröhliche Stunden verbringen kannst. Später wird es jedoch recht schnell eintönig, was vermutlich an fehlendem Content und fehlender Tiefe des Spieles liegt. Mir fehlt es am allermeisten, dass ich meine Crew nicht liebe oder hasse. Ein toter Mann ist lediglich eine Arbeitskraft weniger, schade. Wenn Bugbyte hier nachbessert, gibt es genug Motivation, um deine Crew durch die gesamte Galaxis zu retten. Ich für meinen Teil bin jedenfalls sehr gespannt darauf, was die Entwickler aus diesem Spiel noch zaubern können. Das Potenzial ist da.